Hier ist ein Apfelfunk-Spezial, präsentiert von Raphael Zeyer und Malte Kirchner. Es hat schon eine gewisse Tradition, dass wir ein kleines Spezial machen im Apple Park, wenn Raphael und ich uns hier treffen. Und heute haben wir das Glück, das Privileg, dass wir wieder an einer ganz besonderen Location das machen können. Denn diesmal sind wir tatsächlich im Ring selbst. Wir sind im Hauptquartier hier im offiziellen Podcast-Studio. Super schick, also kenne ich so gar nicht, dass ich in so einer schicken Umgebung dann bin. Ist ganz ungewohnt. Ja. Bei mir da in meinem alten Schwimmbad drin und nein, hier ist wirklich ganz beeindruckend und das Verrückte ist auch alles mit iPhones und iPads hier vorne. Das ist das, was ihr nicht seht. Ich sehe hier lauter iPhones vor mir. Also es filmt ein iPhone. Falls ich ein bisschen rosaroter als sonst bin, liegt es daran, dass es die iPhones sind. Ja, hallo Raphael erstmal. Ja, hallo Malte. Schön haben wir uns wieder getroffen hier. Genau, auch schon eine schöne Tradition und jetzt für mich das 3. Mal, dass wir uns hier begegnen und jedes Mal sprechen wir ja so ein bisschen über das, was wir hier erlebt haben, über die Neuigkeiten, die jetzt bei der Keynote, die jetzt in den neuen Versionen drin sind. Dieses Jahr haben wir iOS 26 bekommen, iPadOS 26, macOS 26. VisionOS 26. VisionOS 26. Und das Tolle ist ja auch jetzt, man muss jetzt nicht mehr lange darüber nachdenken, welche Zahl das jetzt Nein, es ist so großartig. Es ist wirklich, ich habe jetzt schon ein paar Videos aufgenommen und zum ersten Mal muss ich wirklich nicht überlegen, weil sonst war immer das Problem, WatchOS war ja dann ein paar Nummern drunter, dann VisionOS nochmal ein paar Nummern drunter, dann der Mac, da weiß man sowieso nie, welche Zahl es jetzt gerade ist. Jetzt ist einfach alles 26. Also mir macht es das unglaublich einfach. Jetzt muss ich nur noch die Prozessornamen und die iPhone-Namen können. Ja, vielleicht wird das ja in der Zukunft auch noch etwas einfacher. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Wir wollen über diese Entwicklerkonferenz sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was die Highlights waren jetzt aus deiner Sicht. Ja, was war dein Highlight? Was war dein größtes Highlight? Mein größtes Highlight ist wirklich ganz, ganz einfach zusammengefasst. Es ist Background Multitasking. Endlich. Ich weiß nicht, wie oft wir schon zusammen geredet haben und wie oft ich das schon auf Wunschlisten hatte, wie oft ich in Videos vorgeführt habe, wie nervig es ist, dass wenn ich in Final Cut ein Video auf dem iPad rausrendere, dass es dann immer abbricht. Wenn ich irgendein anderes Fenster aufmache, wenn mir irgendjemand was airdroppt, bricht es immer ab. Jetzt endlich gibt es diese Background-Tasks und ich glaube, das ist für mich... Wenn es nur das gegeben hätte und der Rest der Präsentation hätten sie Lieder gesungen, ich wäre noch zufrieden gewesen. Das kann ich gut nachvollziehen. Das Multitasking ist ja wirklich ein sehr lang gehegter Wunsch jetzt mit Blick auf das iPad und jetzt ist dieser Wunsch endlich erfüllt und das freut mich auch persönlich. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich auch künftig häufiger mal mit Final Cut dann auf dem iPad irgendwas mache. Aber bei mir bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil die Öffnung der APIs, also der Apple Intelligence für Entwickler, ist auch ein richtig großes Highlight. Das haben wir ja zusammen besprochen. Wir haben ja eine kleine Vorschau gemacht und da hast du gesagt, das könnte kommen und wenn das kommt, das wäre für mich natürlich das Größte. Und da ist es. Ja, es ist da, aber es ist ja nicht nur da, es ist halt auch wirklich sehr offen. Also Apple gibt den Entwicklern wirklich die Möglichkeit, frei mit diesen Modellen etwas zu machen. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass jetzt die Zusammenfassung von Text ist oder irgendwelche speziellen Funktionen, auf die das reduziert wird, sondern es ist wirklich so, du kannst wie bei jedem anderen Large Language Model, kannst du damit interagieren, du kannst deine Prompts formulieren, wie du möchtest und dann kannst du beliebige Anwendungen damit machen. Natürlich muss man jetzt schauen, was die Modelle hergeben. Das wird ein spannender Prozess werden, aber ich habe mit vielen Developern gesprochen und das fasziniert mich einerseits jetzt als jemand, der selber eine kleine App entwickelt, aber es fasziniert mich noch viel mehr als Nutzer der Geräte, weil es dazu führen wird, glaube ich, dass wir im Herbst eine ganz tolle Erweiterung ganz vieler Apps sehen werden, was Komfortmerkmale angeht. Ja, weil es einfach sehr, sehr einfach zu integrieren ist, vermutlich. Es sind 3 Zeilen. Also in der State of the Union haben sie das aufgezeigt. Meinst du, ich könnte es? Das garantiert, zumal du jetzt ja mit Xcode und ChatGPT das ja auch dann im Vibe-Coding-Verfahren machen kannst. Ist ja auch da noch einfacher geworden. Aber nein, es sind 3 Zeilen, um jetzt einen grundsätzlichen Prompt dahin zu schicken. Ich habe heute einen Developer getroffen, der hat gestern Abend noch schnell eine kleine App programmiert, wo er jetzt schon mit dem Large Language Model von Apple dann interagieren kann. Das hat er mal eben so in einer Nacht gemacht. Ja, das ist wirklich cool. Und es läuft dann halt auch lokal, oder? Es läuft lokal, es kostet die Developer nichts, was ja ein Riesenunterschied ist zu den ganzen anderen KI-Modellen von Mitbewerbern Apples, die eben wo du für die Tokens bezahlst und wo das für Entwickler natürlich auch ein großer Kostenfaktor ist, wo du jetzt manchmal gar nicht abschätzen kannst, was wirst du irgendwann am Ende dafür bezahlen. Und
Das ist natürlich toll. Es läuft eben offline in jeder Umgebung. Was ich interessant finde, ist, dass Private Cloud Compute nicht dort jetzt mit verknüpft ist. Und das ist nicht drin. Das ist nicht drin, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie dieses Jahr erst die API gebracht haben, weil das lokale Modell auch nochmal deutlich besser geworden sein soll. Ja, das wird natürlich spannend zu sehen sein, wie gut es wirklich ist. Ja, und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen herausfinden. Also die ersten Developer sind ja schon nach einem Tag da dran und reizen das mal aus. Ich denke, wir werden vor allem im minimalen Komfortbereich viel sehen. Also beispielsweise Formulierungshilfen, die du irgendwo hast, in Kalender-Apps, dass du in natürlicher Sprache damit dann eben Einträge machen kannst. Dort wird sich dieses Modell wirklich empfehlen und da, glaube ich, werden wir sehr viele Zugewinne einfach an Qualität sehen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wenn das kommt. Das ist dein großes Highlight. Das ist mein großes Highlight, aber das iPad kommt gleich danach. Hat es doch drauf geschafft. Ja, das hat es auch drauf geschafft und dann ist natürlich, wir müssen über Design sprechen. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem Design mal an. Ja. Was war dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck war ja, wir saßen relativ weit weg von diesem Bildschirm, wo es drauf gezeigt war. Die meisten Leute, die hier zuschauen, die haben es zu Hause auf dem Laptop, auf dem iPad, auf dem Fernseher geschaut und die haben es viel, viel genauer gesehen. Wir waren relativ weit weg. Und mein erster Eindruck war wirklich, sieht ja genau gleich aus. Ich habe dann erst, als ich es mir genauer angeschaut habe, nämlich auf meinen eigenen Geräten, habe ich realisiert, dass es eben schon sehr anders ausschaut. Ich finde auch, dass es in der Präsentation gar nicht so rübergekommen ist, wie anders es in den Details ist. Also erstens, in der Tat, wenn du es von der Ferne siehst, sieht es sehr vertraut aus. Du hast die gleichen Proportionen der Icons, du hast grundsätzliche Strukturen, die gleich bleiben und das ist ja auch gut so, weil ich nämlich glaube, dass sehr viele Anwender, die das im Herbst dann nutzen, die nicht so versiert sind und vielleicht auch jetzt nicht so aufgeschlossen für radikale Änderungen, dann sagen werden, es ist für mich okay, ich kann damit arbeiten. Und trotzdem birgt es sehr große Veränderungen im Detail, wenn man sich zum Beispiel die Tabbar alleine mal anguckt. Und du merkst es eigentlich erst so richtig, wenn du es auf einem, wie du sagst, auf einem Gerät mal nutzt, weil du eben auch siehst, die Animationen, die das Ganze umgeben, die sind ja eigentlich auch etwas, was sich grundlegend von dem unterscheidet, wie es bislang eben designt war. Ja, das ist schon sehr auffällig. Ich habe es bis jetzt erst auf einem iPad drauf. Ich habe mich diesmal sehr zurückgehalten. Und da sieht man dann schon, dass es zum Teil sehr, sehr anders ist. Aber ich finde, in der Bedienung ist es sehr, sehr gleich geblieben. Das ist ja das, was sich die meisten Leute Sorge gemacht haben, dass so ein großer Bruch kommt wie mit Windows 8 oder iOS 7, wo alles komplett anders ausschaut und auch anders funktioniert. Ich würde sagen, es schaut anders aus, aber es funktioniert noch ziemlich bis fast gleich, würde ich jetzt sagen. Ja, also den Vergleich mit iOS 7 würde ich persönlich jetzt auch nicht suchen. Das hat ja Apple nun aufgestellt, die These, dass es ist, also objektiv betrachtet ist es ja richtig. Es ist tatsächlich gemessen daran, was wir für Designänderungen seit iOS 7 gehabt haben. Die waren ja eher kleiner. Sehr homöopathisch. Ja, also wenn man mal guckt, jetzt so iOS 18 im Vergleich zu iOS 7 hat sich auch sehr viel getan. Ja, es ist erstaunlich, wenn man mal guckt, wie flach iOS 7 war damals. Total. Und es ist ja viel dreidimensionaler geworden, hat Tiefen bekommen. Also es hat sich weiterentwickelt über die Zeit, aber ja über einen sehr langen Zeitraum. Und jetzt ist es ja tatsächlich eine größere Änderung als eben in den vorherigen Versionen, aber nicht so eine Kulturrevolution, wie es ja damals zwischen iOS 6 und iOS 7 war, was aber auch ganz gut ist. Also das ist vernünftig. Ich habe auch mal gesagt, das kommt nicht wieder, dass sie das nochmal machen. Den Fehler machen sie nicht nochmal, die Leute so zu erschrecken und alles radikal umzustellen. Dann haben sie aber bei der Ankündigung schon sehr dick aufgetragen, finde ich. Wie sie da angekündigt haben, die größte Designrevolution. Und da habe ich dann schon gedacht, oha, ist es jetzt vielleicht doch mehr? Weil ich kannte mir auch vorstellen, dass man vielleicht den Homescreen anfasst und ein bisschen wegkommt von diesem Widgets-App-Look, sondern dass es wirklich was ganz, ganz Neues gibt. Aber es war dann viel, viel weniger dramatisch, als ich befürchtet habe. Ja, wobei, dass man an den Widgets schon wieder rüttelt, hätte mich ehrlich gesagt verblüfft, weil man ja jetzt wirklich über Jahre die Widgets ja auch eingeführt hat und modernisiert hat und wir jetzt ja gerade mal in einem Zustand jetzt sind, wo jetzt das auch einheitlich auf den verschiedenen Plattformen ist. CarPlay hat er jetzt auch die Widgets bekommen und das ist ja eigentlich jetzt ein Punkt, wo es komisch wäre, wenn das jetzt schon wieder alles umgeworfen wird. Interessant finde ich ja das Spiel mit der Tabbar, dass die Tabbar, bei der man ja zwischenzeitlich den Eindruck gewinnen konnte, dass die vielleicht dann abgeschafft werden soll, dass die nun eigentlich eines der zentralen oder sofort auffallenden Elemente auch in diesem neuen Design ist. Die Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht hast du da auch ein Gefühl für,
ist das auch ein Ergebnis dieser Experimente, die man da gemacht hat. Wir haben ja an zwei Stellen Experimente gesehen in den letzten Jahren. Das eine ist das iPadOS, wo ja die Tabbar schon mal floating geworden ist und nach oben gerutscht ist. Ja, genau. Das zweite war, und da gab es ja jetzt auch eine sehr bemerkenswerte Änderung zurück, ist ja die Fotos-App, wo man ja die Tabbar durch so ein One-Page-Design ersetzen wollte. Ja, stimmt. Ich glaube schon, dass sie da sehr, sehr viel experimentiert haben. Und ich glaube, gerade die Fotos-App letztes Jahr, das hat ihnen schon nochmal, weil es hat ja geheißen, das Design sei vielleicht schon letztes Jahr fertig gewesen, aber wegen dem ganzen KI-Plunder haben sie es ein Jahr verschoben. Und danach kam ja das Donnerwetter mit der Fotos-App. Ich glaube, das hat sie schon ein bisschen wachgerüttelt. Ja. Insbesondere, also ich habe mich auch wieder daran erinnert, wie das vor einem Jahr war. Ich habe vor einem Jahr in der Demo gesessen, der Fotos-App, und gedacht, oh, ist die schön, auf die freue ich mich. Und dann habe ich angefangen, sie zu nutzen in der Beta, und ich fand sie mühsam und ich habe meine Fotos nicht mehr gefunden. Ich habe mich genervt. Im Verlauf der Beta wurde es dann immer ein bisschen besser, aber nicht wirklich gut. Ja. Und danach kam es raus und war immer noch nicht wahnsinnig gut. Und jetzt im Verlauf des Jahres haben sie schon wieder nachgebessert. Und jetzt haben sie ja nochmal ein paar Sachen wieder zurückgefahren. Also ich glaube, diese Fotos-App, die hat schon das Ganze auch ein bisschen in diese Bahn geleitet. Ja, ich glaube auch. Also die Fotos-App war ein Feldversuch ein Stück weit. Und ich finde es ja gut, dass man aber tatsächlich dann auch jetzt das zurückgedreht hat. Also dass man eben nicht festgehalten hat um des Prinzips willen, sondern dass man gesehen hat, die User. Und ich habe sowohl Profi-User wie auch User ohne große Expertise gesehen, die alle eigentlich das gleiche Problem beklagt haben, dass es so unübersichtlich wurde. Weil einfach die Fotos-App so viel in sich dann umfasst und anzeigt. Ein Moloch von einer App. Ja, also ich habe im ersten Moment auch an mir selber gezweifelt, dass ich gedacht habe, okay, das liegt an mir, dass man kann ja diese Ansicht konfigurieren, man kann jetzt die Struktur ändern, die Reihenfolgen, und das habe ich dann auch gemacht, habe wirklich versucht, da für mich einen Ausweg zu finden, aber ich bin immer wieder jetzt an dem Punkt, ich suche meinen Favoritenordner, ich suche meine gemeinsame Fotogruppe, die ich mit meiner Familie zum Beispiel teile. Genau. Das ist immer ein Gescrolle und ich komme irgendwie nicht da richtig hin, und ich bin super glücklich, dass wir jetzt da die Tabbar zurückbekommen. Ja, also da bin ich wirklich auch sehr gespannt, wie sich das dann im Alltag schlägt. Weil ich habe es wirklich so oft erlebt, dass ich meine Fotos nicht mehr gefunden habe. Und ich habe auch Leute erlebt, die Fotos dann doppelt gemacht haben, weil sie sie auch nicht mehr gesehen haben. Dann haben sie es einfach nochmal gemacht, auf dass es dann irgendwann auftaucht. Ja. Ich finde ja, dass das neue Design auf dem Mac ist es ja eine sehr dominante Änderung. Also mehr eigentlich als auf den anderen Plattformen, oder? Ja, was ich auch lustig finde, weil der Mac hat ja eigentlich, finde ich, schon so von den Icons her, hat er eigentlich schon einen sehr, sehr modernen und eigenen Look. Ja. Und jetzt muss er davon wieder ein bisschen abrücken und kommt ein bisschen mehr zu diesem Glas-Dings. Also das ist etwas, was ich immer neidisch war. Ich habe immer gesagt, die Icons auf dem Mac sind viel schöner als auf dem iPhone und auf dem iPad. Und jetzt haben sie da alle so diesen gemeinsamen Nenner gefunden. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ja, aber ich finde es auch gut, dass man die Eigenheiten der Betriebssysteme trotzdem dann noch gepflegt hat. Also dass wir jetzt auf der Apple Watch dann eine eher minimale Anpassung dann sehen, um, sag ich mal, diese Glasoptik dann dort auch wieder zu spiegeln. Aber es ist jetzt nicht so radikal wie zum Beispiel jetzt auf dem Mac im Vergleich. Und auch auf dem Apple TV, wo ja auch dann gemutmaßt wurde, da hätte ich mir aber fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ja, da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, was ist denn jetzt neu? Bist ein bisschen dreidimensionaler. Es hat mehr Ecken und Kanten. Es gibt so dieses Hero-Bild von Apple, wo da alle Computer, die sie haben, jetzt mit dem neuen Glas-Design sind. Ja. Und bei allen sieht man es. Und dann ist dann noch tvOS auch noch dabei. Und das sieht ein bisschen aus wie immer. Ja, weil da macht es halt auch mehr Sinn, dass es schwarz ist. Und ich glaube, die Hochkantbilder, die sie jetzt haben, die erinnern ein bisschen an Netflix, aber Ja, überhaupt Apple TV Plus, um das mal kurz einzuflechten, hatte ja eine sehr dominante Rolle gespielt in dieser Keynote. Fandest du das nicht auch? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ging ja schon los mit dem Formel 1 Intro, wo da Craig Runden geht. Das muss ich übrigens nochmal gucken, weil an der Keynote habe ich es nicht mitgekriegt. Ich hatte WLAN-Probleme bei meinem Live-Ticker für den Tagesanzeiger und war da am Umwechseln. Soll ich jetzt 5G, soll ich WLAN? Und da im Hintergrund habe ich immer das Formel-1-Auto gehört. Und ich habe es wirklich nicht wirklich gesehen und viel zu wenig geschätzt. Ich habe es dann nachher nochmal geguckt und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Das ist ja vielleicht ein Thema, über das wir so als kleinen Exkurs auch kurz sprechen können. Dieses Erleben vor Ort der Keynote, wenn man im Apple Park ist. Also was ja viele, glaube ich, in Deutschland nicht nachvollziehen können, ist ja, was das auch jetzt mit Blick auf die Sonne für ein Thema ist.
Oh, meine Güte, ja. Dieses Mal hatte ich wirklich sehr, sehr viel Glück. Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Corona wieder da war, da hatten sie dieses Sonnendach noch nicht, was sie jetzt haben. Oh, ja. Meine Güte, haben wir uns da alle Sonnenbrände geholt. Mhm. Danach kam dieses Sonnendach, aber wenn man sich dann blöd oder nicht so elegant hinsetzt, dann sitzt man trotzdem in der Sonne und verbrennt. Ich habe mich so eingeschmiert mit Sonnencreme diesmal. Aber diesmal habe ich einen Schattenplatz erwischt. Das war wirklich sehr, sehr gut. Also, falls sich jemand fragt, warum ich langärmlich trage bei fast 30 Grad Außentemperatur. Stimmt, dich hat's übel erwischt. Ja, meine Arme sind ziemlich rot geworden gestern, obwohl ich sie eingeschmiert habe, auch mit Sonnencreme. Ich habe aber auch mit Leuten hier gesprochen, die große Erfahrung haben und die haben gesagt, egal welcher Lichtschutzfaktor, also die Sonne ist da einfach... Das ist so brutal. Und vor allem dieser kalte Wind auch. Das ist das Gemeine. Man hat dann das Gefühl, es ist gar nicht so heiß. Genau, richtig. Und dann schwuppdiwupp ist man knallrot. Ja. Ja. Und du hast eben noch etwa 3 Reihen vor mir gesessen und bei euch hat die Sonne geschienen. Ja, wir hatten aber auch Glück, dass die dann relativ schnell gedreht hat. Und dann, ja, sie verschwindet dann jeweils hinter dem Dach des Café Max. Genau, und wir saßen dann irgendwann auch im Schatten. Aber es war ja nicht nur die Keynote am Ende, sondern der ganze Tag waren wir viel draußen. Man ist ja auch viel unterwegs. Genau, und auf der Dachterrasse, da sitzt man auch manchmal in der Sonne. Und wie du sagst, es ist schön kühl dann durch den Wind manchmal, erfrischend. Also man denkt dann gar nicht, dass das jetzt gerade... Ja, ich musste lachen, weil der interne Codename für das neue Design war ja, glaube ich, Solarium. Ja. Und sich da alle wieder den Sonnenbrand geholt. Ja, aber das gehört dazu. Das ist das gehört einfach dazu. Eine schöne WWDC. Ja, ist auch angenehm an der frischen Luft eigentlich. Heute Abend gucken wir noch einen Film. Stimmt, heute Abend gibt es noch die Premiere des Formel-1-Films. Auch wieder Formel 1, auch wieder Apple TV Plus. Das finde ich sehr, sehr schlau von Ihnen. Das ist auch ein ganz interessantes neues Format. Also wir haben ja, letztes Jahr gab es ja die Diskussionsrunde über KI, was auch ein neues Format war, wo wir ein Steve Jobs Theater, ich finde es per se gut, dass sie das Steve Jobs Theater mehr in die WWDC einbringen. Dass sie Veranstaltungen schaffen, Gelegenheiten, erstens mal das zu nutzen und zum anderen eben auch interessante neue Ideen ausprobieren. Also ich bin da auch sehr, sehr gespannt auf, gar nicht mal, muss ich gestehen, auf den Film selbst, sondern eher auf das ganze Setting und was uns da erwartet. Und bei mir wurde auch gesagt, dass es ein großartiges Display dort gibt. Und ja, das ist es halt. Ja. Also das Display da ist so ein unglaublich teures Display. Eine Kinowand ist es eigentlich. Display klingt so klein. Ja. Ich war ja damals dabei, als sie Apple TV Plus lanciert haben. Das war diese komische Keynote, wo danach niemand so recht wusste, was ist jetzt, weil sie haben da ja nur Hollywood-Stars nach Hollywood-Star aufgeführt. Mhm. Aber sie haben da ganz viele Kinotrailer gezeigt. Und weil ich da nicht so viel live tickern konnte, konnte ich da mal wirklich zugucken. Und das war wirklich sehr, sehr toll, da drin Filme zu gucken. Seit ich das gesehen habe, sage ich immer, mach doch mal einen Kinoabend da drin. Und jetzt endlich klappt's mal. Also ich habe das immer mehr so aus Jux gemeint, wir gucken da irgendwie Star Wars oder sowas. Natürlich geht das nicht, aber jetzt, weil sie halt diesen Film haben und da offensichtlich ziemlich stolz drauf sind, gibt es jetzt heute Abend mal einen Kinoabend, einen Apple-Kinoabend, da bin ich sehr gespannt. Aber man darf nicht fotografieren, hast du gesehen? Oh nein, habe ich nicht gesehen. Ja, keine Foto- und Videoaufnahmen. Ah, schade. Nicht, dass du dann Fotos von Brad Pitt noch machst. Ja, ich hatte eigentlich darauf gehofft, so ein Selfie mit Brad. Was wären alle neidisch zu Hause? Naja, egal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht gibt es ja einen Fotopoint oder so. Genau, gibt die Wachsfigur, kannst du dich daneben stellen. mit der habe ich, glaube ich, sogar schon, von Madame Tussauds. Wirklich? Ja. Da war ich schon so... Ich habe eins mit Michael Jackson. Oh, auch nicht schlecht. Aber da war ich etwa so groß. Ja, aber lass uns nach diesem kleinen Exkurs zum eigentlichen Thema zurückkommen. Stimmt, was war nochmal? Ich muss mal schnell lesen. WWDC. Ah, stimmt. Genau. Gab es Sachen, die du vermisst hast? Die Zifferblätter der Apple Watch. Oh ja. Das ist für mich das offensichtliche schwarze Loch in der diesjährigen WWDC. Letztes Jahr fand ich, war es auffällig, dass Siri so eine kleine Rolle gespielt hat. Dann habe ich gesagt, ja, das kommt dann im September. Als ich dann rausgestellt, es hat darum so eine kleine Rolle gespielt, weil es halt nicht fertig war. Jetzt dieses Mal war es auffällig, als sie WatchOS im neuen Design gezeigt haben, haben sie gezeigt, außer das Wichtigste der Watch, nämlich die Zifferblätter. Da haben sie nicht eins gezeigt. Also sie haben dieses eine Fotozifferblatt gezeigt, wo sie einfach die Schrift jetzt ein bisschen gläsern gemacht haben, aber sonst nix. Also das ist so auffällig. Entweder sind sie auch wieder nicht fertig wie Siri oder
Da kommt im September dann sehr, sehr viel mit den neuen Uhren. Habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht ein Wink ist, dass wir dann tatsächlich im September dafür umso mehr in dem Zusammenhang sehen werden, dass man dieses Thema jetzt ausgespart hat. Es ist nicht ein neues Zifferblatt dazugekommen. Aber generell fand ich so WatchOS, also ich meine, das ist dein Highlight sicherlich. Ich finde es auch sehr schick. Ich bin ein großer Freund von dieser Geste, dass du mit den Fingern so... Ja. Weil ich habe häufig das Szenario, dass wenn ich einen Spaziergang mache, habe ich irgendwie eine Tasche in der Hand oder so und dann kommt diese Benachrichtigung, möchtest du ein Training beginnen, dann mache ich Tipp. Oder auch, wenn ich eine Notifikation bekomme, habe ich jetzt was ausgelöst? Nein. Oh ja, hoppla. Ich muss ja auch gerade gucken, was ich wieder eingestellt habe. Dass man damit konnte man ja auch diese Benachrichtigung ja auch schon wegmachen, dass man dann runter scrollt damit und dann so auf den OK-Button geht. Jetzt haben wir Jetzt kann man den Arm drehen und schwupp ist es einfach weg. Wegschütteln sozusagen. Das ist so lange schon auf meiner Wunschliste. Ich kenne das von anderen Uhren, die das schon haben und ich habe immer gesagt, das muss doch drauf. Weil gerade wenn man irgendwo unterwegs ist und einen Regenschirm in der Hand hat und dann kommt irgendeine blöde Benachrichtigung, die man vielleicht nicht möchte, dass jeder im Tram sieht, kann man sie einfach wegdrehen. Das ist super. Jetzt haben wir wirklich schon 2 Handgesten. Wir haben ein Doppeltippen mit dem Finger und wir haben ein Handgelenk drehen. Was jetzt noch fehlt, ist Auswählen. Ja, also es darf da gerne noch mehr kommen. Ich glaube, das kommt auch. Aber sie sind halt, ich habe ja immer Assistive Touch genutzt, die Funktion, die es ja in den Bedienungshilfen gibt für Leute, die eben die Apple Watch bedienen wollen, aber nur eine Hand haben. Und das habe ich mir beigebracht. Das funktioniert übrigens auch unter Wasser. Das ist wirklich beeindruckend. Aber es ist halt schon... Ich habe mit Kollege Jean-Claude habe ich ja viel drüber gesprochen. Er hat immer gesagt, wie kannst du das nur, das ist viel zu kompliziert, das begreift ja niemand. Hat er völlig recht natürlich. Das muss man sich wirklich beibringen, man muss es trainieren. Und Apple bringt sie jetzt wirklich so Schritt für Schritt bringen sie die Einhandbedienung zur Uhr. Aber wirklich sehr, sehr langsam, dass sich die Leute wirklich nach einer Geste an die nächste gewöhnen und wirklich langsam da reinrutschen. Finde ich aber persönlich auch sehr gut. Weil, volles Verständnis. Weil du kannst gerade bei diesen Gesten, die du erlernen musst, die du in deine Kultur übernehmen musst, sozusagen des Bedienens, musst du behutsam vorgehen. Du erschlägst die Leute, wenn du zu viel auf einmal hast und die sich da merken müssen, wofür stand das nochmal. Und ich glaube, die andere Geste, wer sie nutzt, der hat sie jetzt mittlerweile eben in seinen Alltag integriert und die Zeit war reif, jetzt eine weitere dann eben Ja, ich glaube, da können wir uns wirklich darauf einstellen, dass so Jahr für Jahr vielleicht was Neues kommt. Ja. Oder alle 2 Jahre. Es gab schon wieder 2 Jahre her mit dem Doppeltippen. Ja, ich glaube schon. Es kam da mit... Fandst du es nicht auch ein bisschen merkwürdig, dass so wenig zum Thema Smart Home gekommen ist? Das ist das andere große schwarze Loch an der Keynote. Als hätten sie da was in Planung, was nicht fertig ist oder nicht gezeigt werden kann. Und darum musste alles andere hinten anstehen. Ja. Das war wirklich sehr auffällig. Also... Ich habe es auch auf meiner Bingo-Karte drauf gehabt, das Smart Home-Zeugs. Nix. Ja, da gab es ja die wildesten Gerüchte, was dann da passieren könnte. Ja, dass da der lustige Kübel mit dem iPad draufkommt. Ja, dass das im Preview gegeben wird. Aber das fand ich ganz interessant. Aber ich finde auch, es ist schon sehr verdächtig, dass es das auch nicht mal in Kleinigkeiten irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ja. Dafür ein fulminantes Comeback von CarPlay. Stimmt, das war lustig. Ja. Also das finde ich, hat mich natürlich erfreut, weil ich bin begeisterter CarPlay-Nutzer und das ist auch ein Wunsch von mir immer gewesen, dass man eben diese Widgets und die Möglichkeit, mehr Informationen dort zu integrieren, dass das jetzt dann kommt. Ich bin gespannt, wie weitreichend das ist, weil wir wissen ja, CarPlay ist ja generell in der Auswahl der Apps, die du dort installieren kannst, begrenzt. Also inwieweit, mir scheint ja, dass da eigentlich aber fast alle Widgets dann auch, die auf dem iPhone sind, angezeigt werden können. Dass das jetzt nicht unbedingt gekoppelt ist, dass man da auch eine eigene CarPlay-App installieren muss. Da bin ich völlig überfragt, weil ich habe kein Auto und ich kenne CarPlay. Das erste Mal CarPlay in Aktion habe ich bei dir im Auto gesehen. Ja, als wir da nach Wolfsburg und zurückgefahren sind. Ja, genau, richtig. Ich hatte das wirklich selber nie und ich kenne es auch wirklich nicht. Darum bin ich da immer auf deine Expertise angewiesen. Was aber sehr, sehr lustig und auffällig war, fand ich, dann haben sie CarPlay vorgestellt und danach haben sie gesagt, übrigens, und alles, was wir jetzt gezeigt haben, kommt dann auch in CarPlay Ultra. Ja, aber gut, da haben sie jetzt natürlich schön die Brücke geschlagen und es zeigt eben auch, dass es eine Koexistenz gibt. Also es sind Partner, die zwei. Ja. Es ist nicht getrennte Systeme. Genau. Also das war ja damals die Befürchtung, dass ja die nächste Generation von CarPlay bedeutet, dass das andere dann nicht mehr weiterentwickelt wird. Genau, also entweder Ultra oder nix. Ja.
Aber danach sieht es gar, also sind sie jetzt, glaube ich, auch einfach viel realistischer geworden. Ja, also es wäre auch töricht jetzt zu sagen, dass das Erfolgsrezept CarPlay, was die Leute wollen in Version 1.0, dass man diesen Strang jetzt auslaufen lässt für eine andere Sache, die sich noch entwickeln muss, die aber, finde ich, auch gar nicht mal jetzt irgendwie angetreten ist, das andere zu ersetzen, sondern ja in einem ganz anderen Kontext zu erweitern. Also es ist ja wirklich, also die Bezeichnung Ultra passt da ja ganz gut. Weil es, ja, weil es für mich habe ich es geistig so als CarPlay Pro gespeichert. Ja, genau. Oder Max vielleicht, weil man stimmt. aus diesem Display, aus dem einen Display dass es ein bisschen ausbricht und mehr wird. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch eine interessante Neuigkeit, die uns da erreicht hat. Ja, und sie sind dann auch mit dem Aston Martin dann noch rumgefahren. Ja. Also Aston Martin kann sich wirklich bedanken. Ja gut, ich meine, letzten Endes hat das auch mit der Zaghaftigkeit der anderen zu tun. Porsche war ja auch immer in erster Reihe, aber die sind jetzt irgendwie gar nicht mehr dabei. Die sind anscheinend mit sich selbst beschäftigt oder keine Ahnung, was da zurzeit los ist. Ja, aber ich habe mir jetzt immer noch keinen Aston Martin bestellt, weil ich glaube, ich immer noch US-only, oder? Ja, ich glaube, das dauert wahrscheinlich noch eine Weile, bis wir das dann auch bei weiteren Autos dann sehen. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden auf CarPlay Ultra. Was sagst du zu den Erweiterungen jetzt von Spotlight auf dem Mac und generell auch, dass wir so manche uns vertraute Funktionen aus Dritt-Apps dann jetzt auch im Betriebssystem sehen? Ich denke so an Order-Tracking, also dass man jetzt seine Bestellungen nachverfolgen kann, dass man schauen kann, wo der eigene Flug gerade ist. Klassiker. Das sind ja Sachen, die uns ja durchaus vertraut vorkommen. Ja, das Sherlock-Festival eigentlich. Ja. Da muss ich auch lachen. Erstens mal, ich bin ja Neu-Mac-Nutzer. Für mich ist die Spotlight-Suche einfach, ich gebe irgendwas ein und da mache ich eine App auf damit. Viel mehr mache ich damit gar nicht. Ich war erstens beeindruckt, was man damit anscheinend alles schon kann, weil die Leute haben dann angefangen zu erzählen, was sie damit schon machen. Dann habe ich gedacht, oh meine Güte, da kann man so viel mehr als ich. Und dann haben sie angefangen aufzulisten, was es jetzt Neues kann. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, wie sie da auch so ein bisschen, mich hat so ein bisschen an die Alles-Apps erinnert, die ja auch immer wieder als Konzept rumgeistern bei künstlicher Intelligenz, wo künstliche Intelligenz so alles aufsaugt. Oh, da braucht man keine App mehr für, da macht man einfach ChatGPT und schwuppdiwupp. Und jetzt mit der Suche, da mit der Spotlight-Suche, die kann plötzlich auch wahnsinnig viel. Also das finde ich sehr, sehr spannend, was sie da alles reingemacht haben. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, wie viel davon ist eigentlich Mac-only und wie viel davon kommt dann auch auf andere Geräte? Das ist eine spannende Frage und ich glaube aber, es rührt auch erstmal daher, dass wir auf dem Mac auch sehr stark diesen Trend gesehen haben, dass es dann eben, dass die Nutzer ausgebrochen sind aus der klassischen Spotlight-Suche und mehr solche Tools auch gesucht haben, die eben auch Kurzbefehle aufrufen lassen, die sozusagen eine Zentrale für alles sind. Im Grunde ist das ja so eine Art Terminal-Zeile halt im schönen Design. Ja, genau daran musste ich auch denken. An die Diskussionen früher, grafische User-Interfaces sind für Anfänger, Profis nutzen das Terminal. Genau. Eigentlich ist dieses Suchfeld wirklich so ein Terminal. Ja, es gibt auch diese App, Raycast, glaube ich. Ja, von der habe ich gehört. Die sich zunehmender Popularität erfreut, weil sie eben im Baukastenprinzip dir es ermöglichen, dort dann eben gleich in Programme zu gehen. Und das findet, der Grundgedanke findet sich etwas wieder. Wobei ich finde, das ist wie bei der Journal-App. Es ist halt wirklich so, es gibt eine Basisfunktionalität, die sich dort widerspiegelt, wo man einfach auch der Entwicklung Rechnung trägt, dass die Nutzer das augenscheinlich wollen. Aber man überlässt die Extended Version sozusagen. Ja, wo man noch basteln und schrauben kann, den Leuten, die das eben gerne machen. Richtig. Und da ist natürlich dann auch das Fenster für die Dritt-Apps dann noch weiterhin gegeben, die dann sich sozusagen spezialisieren können und müssen dann an der Stelle. Ja, was ich mir auch überlegt habe, ist, auf dem Mac macht es auch mehr Sinn, weil da hat man nicht so diese kleinen Apps, die für jeden kleinen Task gibt es ja eine App auf dem iPhone und auf dem iPad. Beim Mac, man kann die iPad-App installieren, manchmal auch nicht. Aber da macht es schon mehr Sinn, dass es sowas hat. Auf dem iPhone, wenn Sie jetzt das auf dem iPhone gebracht hätten, übrigens, ihr braucht Flighty nicht mehr, ihr braucht XY nicht mehr, weil ihr könnt das einfach jetzt in der Suche tippen und wir machen das für euch im Hintergrund. Das wäre schon heftig gewesen. Mhm. Ja, zumal Flighty dann ja auch noch in diesem Song, der am Ende da war und der die App-Rezension dann besungen hat, dann ja auch eine große Rolle, eine prominente Rolle. Wie fandest du eigentlich dieses Finale? Ich fand es sehr, sehr lustig. Ich glaube, dieses Finale war eigentlich auch eine Option für den Anfang des Events. Ja.
Und dann haben sie aber gedacht, oh komm, wir müssen etwas mit dem Formel 1 machen. Craig, kannst du nicht? Also ich fand, es hatte so klassischen WWDC-Intro-Vibe, weil früher habe es immer irgendein Filmli gegeben, ein kleines, und danach ging es los. Oder irgendeinen Song oder sowas, irgendwas Inspirierendes. Inzwischen ist es ja immer diese kleinen Kinofilme rund um Craig. Ja. Aber ich fand es sehr, sehr toll. Ich dachte erst, es sei Ben Folds, ein Musiker, den ich sehr, sehr lange schon kenne, aber ein bisschen aus den Augen verloren habe. Aber es war dann nicht Ben Folds, es war jemand anderes. Ich habe den Namen leider wieder vergessen. Aber ich fand es sehr, sehr witzig. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob das irgendein Prominenter oder aus dem Tech-Bereich ist, der dann plötzlich dann irgendwie die Perücke und den Bart abnimmt und dann... Das wäre auch witzig gewesen. Dann hätte uns das überrascht, wer das ist. Aber ich habe erst gedacht, jetzt kommt Bono und singt noch was, weil sie haben ja die neuen Inhalte für Vision Pro haben sie angekündigt. Ja. Und da habe ich nicht gesehen, wie heißt es, irgendwas Surrender oder so, das einen ellenlangen Vision Pro-Film, den sie jetzt haben, den habe ich da nicht gesehen auf der Keynote. Und dachte ich schon, der ist jetzt noch Überraschungsgast hinterher. Das hat mich auch ein bisschen an ganz, ganz alte Apple-Keynotes erinnert, wo am Schluss noch ein Musikgast kam. Ja. Das ist ja auch etwas, was immer eigentlich sehr, sehr schön war, aber an mir immer ein bisschen verschwendet war, weil nach der Keynote musste ich meine Artikel runterschreiben. Und da hatte ich gar nicht Zeit zuzugucken. Ich weiß noch, als The Weeknd gespielt hat, ich habe nicht hingeguckt. Ich habe mich nur genervt, dass es so laut ist, weil ich mich so konzentrieren musste, weil die Keynote, damals war schon relativ eine lange Keynote und in Zürich sind sie nervös geworden und ich musste meinen Text da noch fertig würgen und dann ist da auf der Bühne noch so ein Konzert. Ja, das ist ja mal die Krux der Zeitverschiebung, dass wir ja eben in die Abendstunden hineinkommen und hier ja der Tag noch recht frisch ist und dementsprechend auch so, ich habe manchmal den Eindruck, bei der Programmgestaltung ist man dann auch ein bisschen legerer, weil man ja sagt... Ja, ist ja erst morgen in den USA. Genau, richtig. Das eilt ja nicht, aber ich fand den Song wirklich süß. Ja, ich fand das auch eine witzige Idee. Aber ich muss ihn dann nochmal gucken, habe ich mir auch vorgenommen. Und es traf ja auch so im Finale diesen Grundton dieser Keynote auch sehr gut, dass es ja mal mehr oder wieder richtig um Entwickler ging. Und ja, das war auffällig, fand ich auch. Also diesen Grundton hat man ja gesetzt, einerseits mit den Highlights, die ja alle die Entwickler massiv betreffen. Ich habe heute noch mit 2 Entwicklern gesprochen, die haben mir gesagt, ja, das war's dann mit dem Sommer für uns. Ne? Also wegen dem Design oder wegen den coolen neuen KI-Sachen, die sie einbauen wollen? Eigentlich wegen allem. Also die beiden, mit denen ich gesprochen habe, natürlich beschäftigen sich mit dem Design, aber sie sind auch an dem iPad-Multitasking interessiert. Und sie wollen natürlich mit der KI auch spielen und die integrieren. Und da haben sie natürlich gesagt, also sie fanden es toll, ne? Sie haben sich richtig gefreut darüber. Aber die Sommerplanung haben jetzt ein jähes Ende gefunden, die da eigentlich Schluss mit waren. Sommerferien. Ja, ich habe aber auch festgestellt, dass es auch eine gewisse Ungläubigkeit auch gegeben hat im Vorfeld. Das räumten sie auch ein, dass sie gesagt haben, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es doch so viel für uns gibt. Und deshalb ist da auch sehr viel positive Überraschung auch dann da letzten Endes da entstanden. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Das ist aber auch etwas, was sich für mich so ein bisschen durchgezogen hat. Bei der Microsoft Entwicklerkonferenz und insbesondere bei der Google Entwicklerkonferenz war es ja so auffällig. Das war ja nur noch mit Anführungs- und Schlusszeichen eine Entwicklerkonferenz. Es waren KI-Konferenzen, insbesondere bei Google. Da haben sie überall gezeigt, wie es eigentlich keine Apps mehr braucht. Du sagst es einfach Gemini, der ruft beim Velohändler an, der erklärt dir das, der macht dieses und du musst... Wozu sollst du noch eine App installieren, wenn du einfach Gemini hast? Und bei Apple fand ich, hat es einen anderen Groove gehabt. Da war es schon wieder mehr, gucke, das könnt ihr machen, das könnt ihr machen. Und es ist ja auch nicht nur das könnt ihr machen, sondern da brauchen wir euch, weil sie ja ganz, ganz viele Sachen eben nicht können, die Google mit Gemini halt dann kann. Darum sind sie auch auf die Entwickler angewiesen. Ganz abgesehen davon, dass sie auch sehr gerne Geld verdienen. Ja, es passt einfach, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Apple kann kein Interesse daran haben, dass weniger Apps im App Store sind. Und KI, ja, da wo sie sinnvoll ist, aber eben jetzt nicht um jeden Preis und in der Absicht, alles zu ersetzen. Also angefangen von den Entwicklern selbst, aber bis hin auch, dass die KI sozusagen auf einem Meta-Interface ist und die Apps obsolet werden. Aber gut, lass uns über KI sprechen. Lass uns über den Elephant in the Room sprechen. Letztes Jahr das große Thema. Ja, das große Feuerwerk und dieses Jahr das große Nicht-Feuerwerk. Dieses Jahr waren es eher Wunderkerzen. Wuff, wuff und weg. Aber immerhin, sie brannten. Und das ist ja... Und das ist ja auch schon was wert, als das Feuerwerk, was angekündigt wurde und dann irgendwie noch dann zur vereinbarten Zeit nicht kommt. Welchen Eindruck hast du mitgenommen?
Ich habe mich ja im Vorfeld gefragt, wie Sie damit umgehen, dass Sie Verspätung haben da bei den Siri-Sachen. Sagen Sie was? Sagen Sie gar nichts? Wie machen Sie das? Entschuldigen Sie sich vielleicht sogar? Entschuldigen ist ja nicht so Ihre Art. Ja. Aber ich finde, so wie Sie es gesagt haben, es erfüllt noch nicht die Anforderungen, die wir hatten. Also eigentlich das, was Sie immer schon gesagt haben. Aber dass Sie es wirklich auch in der Gelegenheit gesagt haben, wo es viel, viel öffentlicher ist, als es vorher war. Weil vorher haben Sie es ja ein bisschen unter dem Radar gerne kommuniziert. Ich fand schon, dass es sehr, sehr nah an einem Sorry dran war. Es war kein Sorry, aber es war sehr, sehr nah dran, finde ich. Also die Message, die ich mitgenommen habe, ist, wir haben euch gehört. Ne? Ja. Für mich gab es diesen Moment in der State of the Union, der technischen Keynote, wo dann Xcode mit der Erweiterung um ChatGPT vorgestellt wurde und dann wurde so wirklich augenzwinkernd gesagt und das Ganze ist sofort als Beta verfügbar. und das war so ein Fingerzeig, der unter anderen Umständen nicht nötig gewesen wäre, aber in diesem Kontext, also es ging ja da auch um Swift Assist. Ja, das ist ja auch etwas, also das ist das, was viele vergessen haben. Ja. Das ist ja eigentlich das, was noch dringender hätte kommen müssen als Wunder-Siri. Ja, viele verstehen nicht, warum es das braucht, aber der Punkt ist ja natürlich kann ich den Copilot benutzen von GitHub, ich kann ChatGPT als App nutzen, aber das, was Apple jetzt macht, ist ja die Zugänglichkeit der KI dort herzustellen. Also, dass eben ich nicht das Fenster wechseln muss. Ja, dass es integriert ist in den ganzen Prozess. Diese Versionshistorie, dass wenn ich mehrere Vorschläge einhole von der KI, auch dann zurückgehen kann, Schritt für Schritt, was ich nicht so leicht kann, wenn ich jetzt dann eben... Ja, wenn du immer rüber copy-pastest. Genau. Und das ist halt der Charming Point. Genauso, dass du eben direkt im Code-Editor angezeigt bekommst, dann eben die Vorschläge, die gemacht werden, wenn sie an verschiedenen Stellen im Programmcode sind. Also es ist ein riesiger Komfortzugewinn, dass das gemacht wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Weg, der jetzt gemacht wird, wenn man den letztes Jahr gegangen wäre, hätte es diese aufgeregte Diskussion an vielen Stellen gar nicht gegeben. Ja. Weil das hätte sehr, sehr gut funktioniert letztes Jahr, finde ich auch. Weil ich habe ja neulich auch einfach, ich kann ja nicht programmieren, habe ich auch eine App gebastelt, indem ich einfach ChatGPT Fragen gestellt habe und Code gemacht habe. Dann habe ich den immer rüber copy-pastet und das hat dann schon eine App gegeben. Aber meine Güte, musste ich aufpassen, dass ich immer das richtige copy-paste und wenn das nicht geklappt hat, muss ich es wieder rauskopieren, rübergehen, wieder fragen, das geht nicht, was mache ich jetzt? Dann hat es einen neuen Code gegeben, dann habe ich es in Gemini probiert und nein, also das selbst mir als blutigstem von allen blutigen Laien ist sofort klar geworden. Diese Funktion muss direkt da sein, wo du den Code schreibst. Ja. Weil das braucht das Verständnis für das Ganze. Ich habe es dann so als kleinen Bausteinchen zusammengesetzt. Also einfach so zusammengeschummelt. Und das war wirklich nicht elegant. Nein, und das Problem ist, je höher die Komplexität der App ist, desto mehr hast du eben dann nachher Aufwände. Weil wenn du an verschiedenen Stellen den Code nur optimieren musst, dann musst du halt die jeweiligen Stellen suchen und finden und dann entsprechend ersetzen. Jetzt geht das halt wirklich integriert. Und das Modell kennt auch den Kontext. Also gerade auch, wenn jetzt dein Code über mehrere Dateien dann verteilt ist, der relevant ist. Ja, das weiß dann auch, wo gucken. Genau, richtig. Und bei mir hat es immer nur so durch ein kleines Schaufensterchen durch auf meine Idee geguckt. Ja. Und dann muss ich da immer wieder schauen, jetzt irgendwas klemmt. Und dann habe ich viel zu viel wieder rüber kopiert. Meine Güte. Nein, also das macht wirklich sowas von Sinn, dass das kommt. Und zum Glück machen sie das jetzt pragmatisch auch mit ChatGPT. Aber ChatGPT ist ja tatsächlich der Retter in der Not, oder? Ja, auch in Image Playground. Der lustigsten App von allen. Ja. Auch da kommt ja eben ChatGPT jetzt als Option für bestimmte Stile dann dazu. Und, da bin ich gespannt, wie frei, dass man es nutzen kann. Es gibt ja, glaube ich, auch eine Option relativ frei oder so heißt die. Ob man da dann wirklich sich wieder als Ninja Turtle und Muppets machen kann oder ob sie da so ein bisschen Copyright-Bedenken haben und dann nicht alles zulassen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was man denn darf. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es dadurch deutlich besser wird, dass wir da eben auch das nicht mehr so belächeln müssen, wie wir das bislang getan haben, sondern dass da auch eben eine Aufwertung dann da ist. Mit dem Vorteil, dass du eben auch das Thema Datensparsamkeit dann beherzigt siehst. Also das ist ja eben der Sweet Spot, der ja eben auch bei Siri zum Beispiel da ist, dass du, wenn du da ChatGPT aufrufst, du ja eine andere Datensparsamkeit hast, als wenn du eben diesen Aufruf über die OpenAI-App machst oder eben über die Ja, genau, da hast du noch diesen Bodyguard dazwischen eigentlich. Genau.
Und genau darum hätte ich mir gewünscht, dass Gemini jetzt endlich kommt. Weil letztes Jahr haben wir ja da gesessen, da im Steve Jobs Theater unten bei diesem Talk mit Gianandrea, Federici und Justine, ich hätte sie fast vergessen. Und da hat er ja erwähnt, ja, wir sind übrigens auch mit Gemini dran und das könnte dann auch irgendwann mal kommen. Was ja für Apple ein sehr, sehr vages und unpräzises Statement war, was die Zukunft angeht, dass sie das überhaupt gesagt haben, war ja sehr auffällig. Aber bis heute nix, nada. Ja, aber interessant fand ich auch, dass diese Fokussierung auf ChatGPT so ausgeprägt war. Denn zum Beispiel in Xcode ist es so, dass du auch dann Claude von Anthropic auch auswählen kannst, relativ leicht, als Alternative zum ChatGPT-Modell. Und ich habe mich halt gefragt, warum das nicht prominenter gemacht wurde. Aber ChatGPT steht vielleicht auch wie das Tempotaschentuch dann eben für KI. Also, dass einfach der Begriff da deutlicher ist, was ist gemeint, als wenn man jetzt sagen würde, ihr könnt euch KI-Modelle aussuchen. Aber genau das, was da in Xcode drin ist, dass du auswählen kannst, was ja, glaube ich, ein bisschen komplizierter ist als einfach nur auswählen. Aber genau das ist genau das, was ich mir fürs zukünftige Apple-Ökosystem wünsche. Dass du genauso wie du den Browser auswählst, wie du die Suchmaschine auswählst, wie du die Messaging-App auswählst, wählst du halt auch, welche KI du gerne hättest. Dann kannst du eine auswählen, der du vertraust. Wenn du wie ich ein Gemini-Abo hast, du siehst, warum ich auf Gemini warte. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was es damit auf sich hat. Nein, wenn du das einfach selber auswählen kannst, wenn du dem vertraust, ja, dann kannst du. Und wenn du den letzten Quatsch auf Erden findest, ja, dann musst du ja auch nicht. Einfach Auswahl lassen, Optionen. Aber danach jetzt in Xcode haben wir es ein bisschen gesehen, aber anderswo haben wir es noch nicht so gesehen. Gibt es weitere Themen? Vision Pro vielleicht? Ja, Vision Pro hat den größten Versionssprung aller Zeiten, glaube ich, hingelegt. Von Vision OS, wie viel war es? 2 auf 26. Ja. Also da musste man schon ein bisschen schmunzeln, wie schnell Vision OS gealtert ist oder erwachsen geworden ist. Und wird es denn diesem Erwachsensein gerecht? Ich habe es ja auch gesehen an der Keynote, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich kann mich an keine einzige Funktion erinnern, die das jetzt gekriegt hat. Also ich finde, der Begriff Erwachsenwerden passt da schon ganz gut, weil wir sehen ja schon einige Sachen, die in Version 1 schon kritisiert wurden, wo jetzt das Profil geschärft wurde. Wir sehen zum Beispiel diese Sache, über die sich viele, die das damals ausprobiert haben und die Vision Pro weitergegeben haben, geärgert haben, dass man jeweils ein neues Profil einrichten musste und dann waren die Einstellungen weg. Man musste diesen ganzen Setup-Prozess nochmal machen. Ja, jetzt der Gastmodus meinst du? Genau, ja, nicht den Gastmodus. Jetzt kannst du ja auch auf ein iPhone dein Profil exportieren und kannst es mitnehmen. Das habe ich, siehst du, so schlecht habe ich aufgepasst. Ja, also da sind jetzt vor allem professionelle Anwender mit gemeint, die im Business-Kontext Industrie das nutzen, weil dort ein Gerät für mehrere verwendet wird. Aber es beschreibt das gleiche Problem. Oder nehmen wir das Persona-Thema. Ja, die sind besser geworden. Das habe ich mitgekriegt. Ja, also das waren ja vorher immer, man nannte es immer das Uncanny Valley, in dem sich das das waren da diese seltsamen... Dass es sehr realistisch aussah, aber auf eine Weise grotesk. Ja, doch irgendwie zu kantig und so ein bisschen seltsam. Und jetzt, das, was wir gesehen haben, sieht ja schon sehr gut aus. Man muss natürlich das in der Realität mal betrachten, ob das dann wirklich so ist. Ja, auf der Videowand hat es sehr viel besser ausgesehen. Sie haben ja dann früher, heute haben sie gemacht und das Neue hat viel besser ausgeschaut. Aber wäre ja auch schlimm gewesen, wenn es nicht hätte. Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich auch schlimm gewesen. Ja, und insgesamt finde ich, ist das Profil auch nochmal weiter geschärft worden, dass man eben auch jetzt erkannt hat, das ist jetzt vor allem erstmal für die Nische interessant. Das sind jetzt die Business-User, die im Fokus sind. Ja, hat mich ein bisschen an die HoloLens von Microsoft erinnert. Ja. Oder auch Google Glass. Die sind auch dann, als es im Consumermarkt nicht funktioniert hat, haben sie dann Business-Use-Cases entdeckt und da sind sie dann ein bisschen geblieben, bis sie so wieder still und schweigend verschwunden sind. Also ich hoffe nicht, dass das hier passiert. Der liebe Jean-Claude, den wir an dieser Stelle natürlich auch herzlich grüßen, der sprach an, dass es ihn aber verwundert, dass man die Märkte noch nicht erweitert hat. Ja, ich hätte auch gedacht, dass es jetzt mal in die Schweiz kommt, aber nix. Aber ich glaube, da sind wir auch einfach ein bisschen zu auf unsere eigenen Länder bedacht. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, dass anscheinend Siri nicht Polnisch kann. Ach so? Ja, das haben mir jetzt 2 Leute haben mir das in den Kommentaren geschrieben. Ja. Ich kann das ja nicht verifizieren, ich muss das dann mal. Ja. Aber da habe ich plötzlich gedacht, ja meine Güte, wir mit unseren Luxusproblemen beklagen uns, dass wir die Vision Pro nicht haben. Andere haben nicht mal eine Siri in ihrer Sprache anscheinend. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Aber also diese Vision Pro, warum wir die noch nicht haben in der Schweiz, ist mir
ein Rätsel. Es sieht ja nicht so aus, als käme nächstens der Nachfolger, aber es sieht jetzt ganz danach aus, als kriegen wir dann erst das Modell mit M5 drin. Ja, was man schon sehen kann, ist, finde ich, dass es immer wieder so ein Bekenntnis dazu gibt. Also auch jetzt Vision OS 26 ist ja in gewisser Weise ein Bekenntnis dazu, dass man das weitermachen will. Dass diese Zweifel, es kommt keine neue Hardware-Generation, dass die aber nicht bedeuten, dass man nicht an dem Thema festhält und das weiterentwickeln möchte. Ja, das ganze iOS oder das ganze Liquid Glass Design kommt ja aus der Vision Pro. Also da sieht man schon, das Ding hat schon mehr als nur ein bisschen Hand und Fuß, sondern das ist in der Planung von Apple drin und nicht nur einfach ein Jux-Experiment, wie es manchmal andere Firmen machen, die irgendwas raushauen und dann ein Jahr später wieder wegschießen. Siehst du denn Liquid Glass auch funktionell in einer Zukunftsrolle? Also ist das vielleicht, manche sagen ja, die Augmented Reality Brille, die ja immer mal gemutmaßt wurde, könnte davon profitieren. Irgendjemand sagt auch zu mir, nee, so weit müssen wir gar nicht denken. Käme ein Foldable, wäre das auch schon eine große Sache? Ich glaube ehrlich gesagt, das hätte auch mit dem alten Design funktioniert. Ja. Ich glaube wirklich, dieses Glas-Design ist so der erste Vorbote auf das neue iPhone, was dann kommt, das Jubiläums-iPhone. Was dann vermutlich noch ein bisschen glasiger ist. Und was ich mich einfach, das ist ja so ein bisschen mein Problem mit dem neuen Design. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn man so 3D-Objekte auf Bildschirmen hat, die man nicht anfasst. Wenn du aber diese 3D-Objekte anfasst und sie fühlen sich dann flach an, finde ich, ist das komisch. Weil wenn ich die Uhr anfasse und das Zifferblatt ist flach, dann stimmt es völlig. Wenn du zum Beispiel eine Samsung-Uhr hast, die da diese unglaublich aufwendigen Zifferblätter hat, wo du das Gefühl hast, da ist Tiefe drin und alles und du fasst da an und dann ist doch eine Fläche, finde ich das ein bisschen seltsam. Was, wenn das Jubiläums-iPhone dann irgendwie eine neue Art von Taptic Engine hat, dass du den Touchscreen fühlst und dass du überall spürst, wo du anfasst und du dann wirklich das Gefühl hast, diese 3D-Flächen zu fühlen. Ist mir nämlich wieder aufgefallen, als ich bei Microsoft da im Labor war. Ja. Da arbeiten sie halt auch daran, dass du irgendwie den Leuten das Gefühl gibst, etwas anzufassen, was nicht nur einfach eine langweilige Scheibe Glas ist, sondern dass du auch haptisches Feedback hast. Diese Taptic Engine ist da der erste Schritt dahin. Wenn sie damit natürlich dann einen Schritt weitergehen könnten, dann würde dieses Design auch Sinn machen auf einem flachen Touchscreen. Da habe ich momentan, also wenn ich etwas am Design aussetzen könnte, ist es das, dass es so einen Bruch gibt zwischen Anschauen und Anfassen. Und daher vielleicht ein erster Hinweis drauf, aber das rein daher spekuliert. Ja, aber es würde ja ein Kardinalproblem des Smartphones von Beginn an aufgreifen, so praktisch es ist. Aber wenn ich jetzt an Tastaturen denke, warum scheuen wir die Smartphone-Tastatur? Klar, damals wegen der kleinen Elemente, die sind mittlerweile größer geworden, das ist weniger das Problem, aber vor allem, weil es sich nicht so anfühlt wie eine klassische Tastatur. Ja. Taptic Engine hat so ein bisschen über die Jahre vieles schon... Oder die Klickgeräusche, klick, 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 wo die Leute da so drauf rumtippen. Und das wäre natürlich, also mit Blick auf ein Jubiläumsgerät, ja durchaus eine interessante Weiterentwicklung. Das wäre schon sehr, sehr spannend, wenn es so in diese Richtung geht. Ja. Aber vermutlich ist es auch einfach die Idee, ein bisschen sich abzugrenzen wieder, weil Android und iOS sehen inzwischen ja praktisch gleich aus. Also da muss man schon wissen, worauf man achten muss. Natürlich, wir Techies, wir sehen es schon, aber wenn ich jetzt meiner Mutter 2 Handys hinhalte, sieht sie nicht, welches iOS und welches Android ist. Und jetzt ist natürlich schon so, jetzt hat Apple wieder so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, wo sie halt wirklich ein bisschen zeigen können, guck, unseres sieht dann schon anders aus. Und jetzt, wo die Handys ja nur noch Bildschirm sind, kannst du da natürlich viel mehr machen, als wenn du irgendwie die Kanten ein bisschen runder oder eckiger schleifst. Wie findest du eigentlich, dass jetzt zum Beispiel die Phone-App so eine zentrale Rolle spielte dieses Jahr? Ja, die ist ja jetzt aufs iPad gekommen. Da bin ich so gespannt, das auszuprobieren. Ich habe natürlich sofort meine Gedanken gehabt. Ich will ja immer ein iPad Mini als iPhone verwenden. Geht das, wenn ich da eine SIM-Karte reinmache, dass ich da wirklich unabhängig von einer Haupt-SIM-Karte telefoniere? Oder muss man dann doch, ist es nur für Multisim und man steuert dann doch die SIM-Karte im Hauptgerät? Da habe ich noch sehr, sehr viele Fragen, die ich noch nicht geklärt habe. Das versuche ich morgen noch rauszufinden. Das nimmt mich sehr, sehr wunder. Was natürlich noch fehlt, ist ja die Apple Watch-App auf dem iPad. Ja, in der Beziehung. Darum werde ich weiterhin nicht ein iPad Mini als iPhone nutzen können. Aber angenommen, man kann jetzt wirklich ein iPad Mini als iPhone nutzen,
kriegst du eigentlich ein sehr, sehr tolles Gerät für deutlich weniger Geld. Ich habe in Foren jetzt auch schon gelesen, dass Leute auch darin eine eSIM im Mac wähnen. Eine Überlegung, die ja auch durch den eigenen Mobilfunkchip ja schon ins Rollen gekommen ist. Ja. Und jetzt verstärkt dadurch, dass die Software ja auch den Weg bereitet, dass man eben auch in die Richtung da denken könnte. Ja, also das ist ja überfällig ohne Ende. Also was ich schon als Videos gemacht habe, was dem Mac alles fehlt, Touchscreen, Face ID und vor allem 5G. Ja. Ich habe jetzt auch wieder an der Keynote gesessen und ich habe ja erzählt, ich hatte WLAN-Probleme. Ja, ich habe dann einfach WLAN ausgeschaltet und 5G angemacht auf meinem iPad und alles hat funktioniert. Mhm. Das fehlt für mich dem Mac sowas von. Jetzt kommen wieder die Leute und sagen, ja, aber es gibt ja Hotspot. Aber das ist einfach nicht dasselbe. Ja. Wenn man wirklich so in sehr, sehr stressigen Situationen ist und es einfach sofort funktionieren sollte, weil in Zürich werden sie schon nervös, weil Raphael nicht einen Live-Ticker schreibt, gibt es einfach nichts Besseres als eingebautes 5G. Und das finde ich, fehlt dem Mac sehr. Und jeden Fingerzeig, der in diese Richtung geht, freut mich natürlich sehr. Als das C1-Modem nur schon kam, habe ich mir schon gedacht, ja, jetzt kommt es dann wirklich hoffentlich. Und jetzt wird es mal getestet in diesem 16e, dann im dünnen iPhone. Und wenn dann vielleicht das Redesign des Macs irgendwann mal kommt, dann haben wir das dann. Aber ich finde schon, das ist überfällig. Oder vermisst du es nicht? Doch, also ich finde es auch eine sinnvolle Fortsetzung. Jetzt gerade, weil wir über Harmonisierung der Systeme ja auch sprechen, wird dieses Defizit natürlich dann noch deutlicher, weil einfach die Leute jetzt ja in einen Modus kommen, dass sie sich weniger Gedanken über Eigenheiten machen sollen, dass das eine auf dem einen System da ist und auf dem anderen nicht existiert. Und da wäre es natürlich nur konsequent, wenn in der Hardware dann auch eben dieser Lückenschluss stattfindet. Und generell ist ja eben Mobilität auch bei der Konnektivität ja ein Thema, glaube ich, was man heutzutage einfach als gesetzt ansehen kann. Es ist nichts Exotisches mehr, dass man überall verbunden ist. Dass man das nicht nur über Behelf möchte, sondern dass man das idealerweise im Gerät haben möchte. Selbst, sag ich mal, vermeintlich analoge Gegenstände oder lange analoge Gegenstände wie Autos und so weiter sind heute auch alle vernetzt und haben Mobilfunk integriert. Also warum soll ein Computer nicht dann auch ein Mobilfunkmodul drin haben? Das ist eigentlich ja, es liegt merkwürdig. Eigentlich sowas von auf der Hand. Und es ist ja auch nicht so, dass ich sage, alle müssen es drin haben und dann 200 € mehr bezahlen für die MacBooks. Man kann es ja genau wie beim iPad als Option lassen. Also es ist ja nicht so, dass man dann irgendjemandem irgendwas aufzwingt. Ja. Lass uns langsam in die Schlusskurve kommen unseres Gesprächs. Hast du ein Fazit, ein vorläufiges oder noch einen weiterführenden Gedanken? Ich habe es für mich so verbucht als eine WWDC mit relativ wenig, aber sehr, sehr nützlichen Funktionen. Ja. Und die, wie du auch gesagt hast, sehr, sehr entwicklerfreundlich war. Und ich fand es einen überraschend stimmigen Bogen, weil ich hatte auch schon das Problem an WWDCs, wenn ich Zusammenfassungen schreibe, dass das so ein bisschen hier ist, ein bisschen da ist und es ist ein bisschen überall ist so ein bisschen Gewischtwarenladen. Mhm. Ich finde, die WWDC ist anders als die iPhone-Events viel, viel schwieriger, ja, so kohärent zu halten. Ich finde, die sind ihnen wirklich sehr, sehr kohärent gelungen. Aber natürlich eben, es war halt auch, das haben ja auch viele Leute gesagt, es war relativ wenig. Also es war jetzt nicht ein Füllhorn an Plunder. Nein, mitnichten. Und auch nicht jede Kleinigkeit ist jetzt sehr relevant. Also es gibt wenige Dinge, die jetzt sehr relevant sind und viele kleine Stellräder, die man featuren kann. Genau, die Karaoke-Funktion beispielsweise. Hätte man nicht featuren müssen. Jetzt. Nein, aber weil sie halt nicht so viel hatten, ist jetzt plötzlich die Karaoke-Funktion da. Das habe ich auch so wahrgenommen. Also ich fand, es war eine sehr versöhnliche WWDC, die eben eine Handreichung an die Entwickler war, aber auf der anderen Seite auch an die User war, weil eben der Wunschzettel und einige der größten Wünsche aufgenommen wurden und mal adressiert wurden. Und ich fand es ehrlich gesagt auch ganz erfrischend. Ich habe jetzt monatelang mich nur mit KI auseinandergesetzt und ich fand es einfach auch mal angenehm, dass es auch noch eine Welt in der Software jenseits der KI gibt, auch wenn natürlich hier und da KI eingeflochten wurde, aber dass man eben auch da nicht das völlig aus den Augen verliert. Also wenn wir darüber reden, wie kann man eine solche öffentliche Veranstaltung nutzen, um sich dann etwas abzuheben, war es ja eigentlich
ein zwar aus der Not geborener, aber kluger Move, das jetzt hier mal so zu machen, was aber natürlich nicht davon entbindet, dass Apple sich weitreichende Gedanken weitermachen muss, wie es denn mit KI weitergeht und wie sie das machen wollen. Den Vorwurf, bei KI hinterher zu sein, den sind sie nicht losgeworden mit dieser WWDC. Nein, sie haben, sag ich mal, eine Behelfsbrücke geschlagen für viele Sachen, dass überhaupt etwas jetzt geht, was letztes Jahr versprochen wurde, was nicht da ist. In der Sprachassistenz sind wir immer noch bei 0. Da muss man ja eher sogar noch befürchten. Ja, 0 ist noch nett. Ich würde sagen, wir sind im Minusbereich angekommen. Also da müssen wir ja tatsächlich befürchten, dass es auch dann das Jahr 26 wird, bis wir dann wirklich irgendwas von Siri sehen. Wobei iOS 26 haben wir jetzt ja schon gesehen, von daher iOS 27. Also man muss das abwarten. Aber ja, jemand hat super zusammengefasst, hat mir einen Kommentar geschrieben. Raphael, gib's doch zu. Apple hat dir vor 2 Wochen angerufen und gefragt, welche Funktion du gerne hättest, dass du nicht über Siri motzt. Und dann habe ich gesagt, ja, Handgelenkgesten und Background-Multitasking. Also die WWDC wurde nur für dich gemacht, kann man jetzt festhalten. Aber wir motzen ja trotzdem über Siri, also so weit ist es nicht. Ja, also die Diskussionen bleiben und es ist sicherlich jetzt auch noch ein Prozess, wo man jetzt gucken muss, jetzt in der Realität. Was machen die Entwickler draus? Wie kommt es bei den Nutzern an? Jetzt während der Beta-Phase, aber auch nach der Beta-Phase, wenn es in die Breite geht. Da wird es sicherlich noch viel Diskussionsstoff geben. Auch sicherlich, also zum jetzigen Zeitpunkt eine abschließende Bewertung zu treffen, ist eigentlich gar nicht möglich. Nein, gerade beim Design. Ja. Da habe ich ja letztes Jahr so falsch gelegen mit meinem Ersteindruck von Apple Fotos, wo ich wirklich dachte, ach, wie schön. Und danach, Also darum bin ich sehr zurückhaltend. Es ist ein Aufbruch. Wir müssen den obligatorischen Hinweis loswerden, Developer-Betas installiert man nicht auf Produktivgeräten. Ja, ich habe auch extra 2 iPads mitgenommen und habe es auf meinem nicht wichtigen iPad drauf. Also sehr, sehr vorbildlich, wie du das gemacht hast. So bin ich, die verantwortungsvolle Person hier. Ja, und dann würde ich fast sagen, machen wir, glaube ich, hier einen Punkt. Ne? Also das war wieder eine große Freude, dich hier zu treffen jedes Mal. Und gleichfalls. Und auf der anderen Seite, also wir treffen uns, lustigerweise, wir beide treffen uns ja immer an den entlegensten Orten der Welt. Stimmt. Einmal im Bett der Themse. Ja, genau. Da, wo mir die Kamera umgefallen ist, weißt du noch? Da hat es so gewindet, ist mir die Kamera mit dem Stativ umgefallen. Ja, da müssen wir hier keine Befürchtung haben. Wir haben ein wundervolles Team, was hier uns unterstützt. Ja, das ist wirklich großartig. Das hier aufzunehmen. Ganz komisches Gefühl, dass man nicht gucken muss, ob man noch ein Bild ist oder ob man vernünftig beleuchtet ist oder das Mikrofon überhaupt noch aufnimmt. Und das ist halt großartig. Dafür sagen wir Danke an Apple, dass sie uns da unterstützt haben. Und ja, Raphael. Und uns haben sagen lassen, was wir wollen. Auch das. Steht da niemand mit dem Zettel, wo drauf steht, nicht über Siri motzen. Kein Teleprompter. Sag was Nettes, Malte. Ja, genau. Ja, dann sage ich Danke. Danke an alle, die uns zugeguckt haben. Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.